Die Durchführung von Zertifizierungsprüfungen bei Fahrzeugen aller Art kann einige Herausforderungen mit sich bringen, besonders wenn der physische Zugang zu den Fahrzeugen nicht immer möglich ist. Eine wirkungsvolle Methode, um diese anfänglich genannte Herausforderung zu meistern, ist der Einsatz von digitalen Zwillingen und Virtual Reality. In diesem Video präsentieren wir eine innovative Lösung, die in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien entwickelt wurde. Diese Umsetzung ermöglichte es, die Zertifizierungsprüfungen zu digitalisieren und langfristig skalierbar zu gestalten. Zunächst war die Erstellung eines digitalen Zwillings auf Basis von Hunderten von Referenzfotos erforderlich. Die Herausforderung bei diesem Schritt war es, sorgfältig zu evaluieren, an welchen Punkten detaillierte Elemente eingefügt werden sollten und wo aus Gründen der Leistungsoptimierung Vereinfachungen angebracht waren. Das Resultat dieses Prozesses bildet die Basis für das daraufhin entwickelte VR-Training. Das Training startet mit einer Authentifizierung, bei der der Nutzer seinen Namen oder ID-Nummer eingibt. Anschließend wählt er aus den verfügbaren Trainingsszenarien ein Modul aus und startet seine virtuelle Zertifizierungsprüfung. Im Trainingsmodul angekommen, wird der Anwender in der virtuellen Umgebung von einem digitalen Assistenten, dargestellt durch ein iPad, systematisch durch das Training geführt. Die intensive Interaktion in dieser virtuellen Welt zielt darauf ab, sowohl psychologische als auch physiologische Aspekte des Gehirns zu stimulieren, ähnlich wie es in der realen Welt der Fall wäre. Diese Art der Interaktion fördert eine tiefgreifende und dauerhafte Wissensvermittlung, die sich fest im Gedächtnis der Lernenden verankert. Um den Lernerfolg zu maximieren, wurden alle Interaktionen innerhalb der verschiedenen Lehrmodule mit einem hohen Grad an Realismus umgesetzt. Selbst bei äußerst komplexen Szenarien, wie beispielsweise der Messung des Anpressdrucks der Türen, waren wir kontinuierlich darauf ausgerichtet, diese ohne Kompromisse oder künstliche Vereinfachungen zu realisieren. Um die Auszubildenden umfassend zu fördern, schließt jedes Modul mit einer Wissensüberprüfung in Form eines Quiz ab. Am Ende des VR-Trainings erhält der Trainer eine detaillierte Auswertung der Leistung. Ein automatisierter Bericht, basierend auf vordefinierten Parametern, wird erstellt, um festzustellen, ob die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob weitere Schulungsmaßnahmen erforderlich sind. Dadurch wird das virtuelle Training quantifizierbar und etabliert sich als bedeutendes Bildungsinstrument für die Zukunft.